Du schlüpfst in einer warmen Bucht vor der Küste Baja Californias ins Leben. Noch bevor du dich orientiert hast, weißt du 3 Dinge. Du bist bereits 2 Meter lang. Du wiegst etwa 70 Kilogramm. Und du hast einen Hunger, der sich anfühlt, als hättest du noch nie gegessen, obwohl du buchstäblich gerade erst existierst. Das 4. Deine Mutter ist weg. Haie betreiben keine Brutpflege, das ist vollkommen normal und unter den Umständen wahrscheinlich die vernünftigste Entscheidung, die sie je für dich getroffen hat. Du bist ein Megalodon, ausgestorben seit 3,6 Millionen Jahren. Zurückgekehrt in einen Ozean, der sich in dieser Zeit komplett ohne dich neu erfunden hat. Stell dir vor, du kehrst nach jahrzehntelanger Abwesenheit in deine Heimatstadt zurück und stellst fest, die Straßen wurden umgebaut, die Regeln haben sich geändert und dein altes Revier gehört jetzt jemandem anderen, der nicht weiß, wer du bist, aber gelernt hat, dich zu fürchten. Nur, dass du 300 Zähne hast und keine Geduld für Nostalgie. Das Wasser in der Bucht liegt bei etwa 24 Grad Celsius. Für diese Breite ungewöhnlich warm, aber für dich gerade noch ausreichend. Dein Körper ist auf Wärme ausgelegt, auf konstante Wärme. Im Miozän, der Epoche, in der deine Art dominierte, war der Ozean wie ein gleichmäßig temperiertes System, das sich über riesige Flächen erstreckte. Überall Wale, kleine, langsame, kalorienreiche Wale, die deine Art nach heutigem Forschungsstand nicht nur regelmäßig, sondern verlässlich jagten. Dieses System existiert nicht mehr. Was heute übrig ist, schmale Streifen akzeptabler Temperatur, umgeben von Wasser, das, Paläontologen vermuten dies zumindest, deine Körperfunktionen so weit verlangsamen würde, dass eine erfolgreiche Jagd kaum noch möglich wäre. Das weißt du noch nicht. Du bist 6 Minuten alt. Deine ersten Stunden verbringst du damit, die Bucht zu erkunden. Ein Zackenbarsch, rund 15 Kilogramm, ist deine erste Mahlzeit. 2 Bisse. Du bist immer noch hungrig, weil dein Stoffwechsel nach heutigen Schätzungen auf einen Ozean ausgelegt war, der heute so nicht mehr existiert. Ein Riffhai ist das nächste Opfer. Die anderen Haie der Bucht verstehen die Botschaft sofort. Dann, an Tag 3, siehst du sie. Schwarz-weiße Gestalten im tieferen Wasser. Groß. Säugetiere. Deine Instinkte klassifizieren sie als Beute. Deine Instinkte sind 3,6 Millionen Jahre veraltet. Das sind Orcas. Und was in deiner DNS nicht verzeichnet ist, Orcas haben in den Millionen Jahren nach deinem Aussterben ein Jagdverhalten entwickelt, das Forscher heute als kulturell bezeichnen. Strategien, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Eine davon betrifft junge Haie. Deren Leber gilt ihnen offenbar als besonders wertvolle Nahrungsquelle. Du bist 3 Tage alt und du stehst auf der Speisekarte eines Tieres, das Jagdwissen wie ein Handwerk vererbt. Ein Orca löst sich aus der Gruppe. 7 Meter. Er bewegt sich ohne Eile. Du weichst ins trübe Flachwasser aus, wo der Grund zu nah und die Sicht zu schlecht für eine koordinierte Jagd ist. Der Orca bleibt an der Grenze, sendet Lautfolgen aus, die du im gesamten Körper spürst, und dreht dann ab. Du hast überlebt. Aber du hast auch verstanden, in diesem Ozean bist du nicht der Einzige mit einem Plan. Die nächsten Jahre verbringst du in und um diese Bucht. Hochrechnungen legen nahe, dass Megalodons in ihrer Jugendphase etwa 1 Meter pro Jahr wuchsen. Was sich schnell anhört, bis du rechnest, erst bei etwa 15 Metern Länge wärst du vor den meisten Bedrohungen wirklich sicher. Das sind 10 Jahre, in denen jeder Ausflug ins offene Wasser eine Abwägung ist. Mit 5 Metern wird die Bucht zu eng. Die Beute kennt dich und meidet dich. Vor dem Ausgang wartet seit einer Woche eine Orca-Gruppe. Du wartest bis in die Nacht und verlässt die Bucht lautlos. Der erste Eindruck des offenen Ozeans? Er ist beinahe leer. Deine Instinkte erwarten Wale, überall, träge, greifbar. Stattdessen offenes Wasser, Stille, gelegentlich ein Fischschwarm. 2 Jahre vergehen. Du erreichst 10 Meter. Hochrechnungen zufolge würde ein ausgewachsener Megalodon täglich bis zu 98.000 Kalorien benötigen. Eine Zahl, die schwer greifbar ist, bis du siehst, was der moderne Ozean tatsächlich bereithält. Und was er nicht bereithält. Dann siehst du sie,
eine Grauwalmutter mit Kalb, migrierend nach Norden. Das Kalb ist schätzungsweise 8 Meter lang. Du bist 10 Meter und hast Kiefer, die Forscher heute mit einem Bissdruck von bis zu 180.000 Newton veranschlagen. Mehr als genug. Du kommst von unten, ein sauberer Biss in die Flanke. Etwa 100 Kilogramm Gewebe in einem Zug. Die Mutter reagiert sofort. Sie rammt dich, trifft mit der Flosse. Du bist bereits zurückgefallen. Du wartest. Das Kalb stirbt nach etwa 40 Minuten. Die Mutter bleibt bis zuletzt bei ihm. Dann bist du allein mit der Beute. Ein Walkalb dieser Größe entspricht nach aktuellen Schätzungen dem Energiegehalt von rund 60 Tagen Nahrungsbedarf. 2 Monate in einem Kill. Das ist die effizienteste Bilanz, die du bisher erlebt hast. Wenn dich fasziniert, was wirklich passieren würde, wenn ein Megalodon heute im Ozean auftaucht, ein Like hilft dem Kanal enorm. 3 Monate später begegnest du deinem ersten weißen Hai. Die Interaktion dauert 8 Sekunden. Er sieht dich, verarbeitet die Größendifferenz und verlässt die Zone. Das Bemerkenswerte daran: weiße Haie haben sich vermutlich in der Zeit nach deinem Aussterben zu dem entwickelt, was sie heute sind. Sie füllten eine ökologische Lücke. Deine Lücke. Und jetzt bist du zurück. Ein Detail, auf das die Evolution keine Antwort vorgesehen hat. Hier beginnt das eigentliche Problem. Die Wale, die dein Überleben sichern, migrieren jeden Sommer in arktische Gewässer. Und dort kannst du ihnen vermutlich nicht folgen. Paläontologen gehen davon aus, dass Megalodons unterhalb von etwa 12 Grad Celsius zunehmend eingeschränkt waren. Zu kalt für einen Stoffwechsel, der auf warme, nahrungsreiche Gewässer ausgelegt war. Du stoppst irgendwo um den 40. Breitengrad und wartest. Im Miozän war dieses Problem nicht existent. Der gesamte Ozean war warm genug, die Wale hatten keine polaren Rückzugsräume. Heute verbringen sie den Sommer in Wasser, das dich zunehmend verlangsamen würde, und kehren für vielleicht 6 Wochen im Jahr durch dein Revier zurück. 6 Wochen Fenster. Den Rest des Jahres jagst du, was vorhanden ist. Heute eine Pottwalgruppe mit Kalb. Und hier begegnet dir etwas, das in keiner Erinnerung deiner Art gespeichert ist. Sie bilden einen Kreis. Schwänze nach außen. Eine koordinierte Abwehrformation, die Pottwale in den Millionen Jahren nach deinem Aussterben entwickelt haben. Vermutlich als Reaktion auf andere Bedrohungen. Sie wenden sie jetzt gegen dich an, ohne je einem Megalodon begegnet zu sein. Weil die Formation nicht gegen dich entwickelt wurde, sie funktioniert trotzdem gegen dich. Du versuchst es. Ein Weibchen trifft dich mit der Schwanzflosse. Kein ernster Schaden, aber genug für eine einfache Rechnung. Ist das Kalb das Risiko wert? Du ziehst ab. Das ist der Moment, in dem die letzten 3,6 Millionen Jahre greifbar werden. Der Ozean hat sich nicht nur verändert. Er hat Antworten entwickelt. Auf Bedrohungen. Auf Druck. Auf Raubtiere wie dich. Auch ohne zu wissen, dass du zurückkommst. Mit 17 Metern Länge und geschätzten 50 Tonnen bist du seit 20 Jahren in einem Ozean unterwegs, der dich nicht erwartet hatte. Du hast Dutzende Walbabys getötet. Orcas haben ihre Routen verändert. Weiße Haie meiden dein Revier. Walmütter wählen andere Migrationspfade. Und Satellitentags verschwinden in deiner Zone ohne Erklärung. Irgendwo werden Wissenschaftler gerade ratlos vor Daten sitzen. Irgendwo wird jemand in einem Büro diskutieren, was man mit einem 50-Tonnen-Tier macht, das bedrohte Arten jagt. Während dieselbe Menschheit im letzten Jahrhundert Walpopulationen auf einen Bruchteil ihres ursprünglichen Bestands reduziert hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Kann ein Megalodon im modernen Ozean überleben? Vermutlich ja. Einer. Knapp. Und nur, weil er nach aktuellen Schätzungen 3-mal so viel Energie in die Jagd investieren müsste wie seine Vorfahren. Kein Rudel, keine Nachkommen, keine Zukunft. Du bist kein zurückgekehrter König. Du bist ein Fossil, das noch schwimmt, in einem Ökosystem, das 3,6 Millionen Jahre damit verbracht hat, ohne dich zu funktionieren. Das sich angepasst hat, das Antworten entwickelt hat, auf die du keine Gegenfrage kennst. Der Ozean hat dich vergessen und er kommt hervorragend damit zurecht.